Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video habe ich ein bisschen gezeigt, wie ich mir eine Verwendungsart anlegen kann. Ich habe mir jetzt eine weitere Verwendungsart angelegt und möchte hier danach noch diese mit einer Rahmen- und Maßstabsliste bearbeiten. Dazu gebe ich diesem Blech die Verwendungsart, die ich hier angelegt habe. Das wäre ein Attika-Blech. Und gebe zusätzlich noch die Eigenschaft, also dem Blech, die Eigenschaft der Teileausrichtung mit. Das heißt, ich vergebe ihm eine Vorderansicht und möchte danach diese Einstellungen für dieses Blech ändern. Ich mache hier noch die Gleichteilsuche und speichere diese Konstruktion ab und wechsle danach in den Dialog der Zeichnungsableitung. In diesem Dialog kann ich wie gewohnt meine Konfigurationen laden und kann hier in diesem Fall das Attika-Blech laden. Jetzt befinden sich die Einstellungen dieser Verwendungsart im Hintergrund dieses Dialoges. Dies kann ich hier mit im Dialog setzen einstellen. Jetzt habe ich die Möglichkeit hier zu definieren, welche Ansichten mir hier erzeugt werden sollen. Das heißt, ich habe hier eine Abwicklung, eine Schnittansicht, eine Ansicht von vorne und eine Ansicht von oben. Dies könnte ich hier noch beliebig erweitern. Danach habe ich die Möglichkeit, unter Zeichnungsblättern einzustellen, dass ich eine Rahmen- und Maßstabsliste verwenden möchte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, bei den Ansichtsgruppen diese Rahmen- und Maßstabsliste zu definieren. Hier kann ich einstellen mit dem grünen Plus, mit welchem Zeichnungsrahmen ich beginnen will. Ich möchte hier mit einem A3 Kantblechrahmen beginnen und möchte hier meine bevorzugte Variante definieren. Das heißt, ich möchte 1:5 haben und möchte, dass die Schnittansichten als Beispiel in 1:2 sind. Axonometrie und Abwicklung können gleich bleiben. Danach möchte ich hier eine weitere Konfiguration haben, wieder mit dem gleichen Rahmen, und in diesem Fall möchte ich hier, dass die Hauptansichten in 1:10 sind. So, das heißt, im Grunde genommen wird hier als erstes diese Einstellung genommen, danach wird diese genommen und so geht es danach weiter. Ich kann hier auch noch löschen und auch zum Beispiel hier Zeilen kopieren, dass ich immer weiter dem nachgehe. Ich könnte auch sagen, okay, die Axonometrie, die soll hier auf 1:20 oder 1:15 kommen. Und die Abwicklung, weil sie vielleicht auch nicht so wichtig ist, weil ich DXF rausspiele, möchte ich auch anders haben. Das heißt, ich habe hier so die Möglichkeiten, dies zu definieren. Im nächsten Schritt möchte ich hier auf einen weiteren Rahmen gehen. Also ich möchte hier natürlich wieder diese Einstellung kopieren. Das heißt, ich kopiere diese Einstellung und möchte hier auf den nächsten Zeichnungsrahmen gehen, auf A2. Und möchte auch wieder mit 1:5 beginnen. Und hier soll die auch als 1:5 bleiben. Danach wechsle ich hier, wenn das nicht passt, auf 1:10. Jedoch möchte ich die Schnittansichten immer sehr groß haben. Und einmal noch, wo ich hier die Axonometrie und die Abwicklung kleiner mache. So. Und falls eines von diesen Varianten nicht funktioniert, möchte ich eine letzte Variante hinterlegen. Wenn gar nichts geht, dass er hier auf A0 geht und zum Beispiel alles auf 1:10 geht, falls ich dann wirklich komplett was anderes haben will. Mit OK werden diese Einstellungen gespeichert und ich muss hier noch sagen, ich möchte diese Konfiguration abspeichern. So, jetzt kann ich hier mit diesem Blech die Zeichnung definieren. Das heißt, ich erstelle diese Zeichnung und möchte hier mit diesem Teil die Werkstättenzeichnung so definieren. Jetzt wird mein Regelwerk durchgegangen und geschaut, welches von diesen Regeln hier ausgewählt werden kann. Schauen wir hier diese Konstruktion an und sehe hier, wie Eckert mir hier diese
Konfiguration erzeugt hat. Man sieht hier, dieser Maßstab vom Schnitt mit 1:2,5 ist einfach hier in diesem Fall einfach zu groß. Deswegen sieht das hier auch ein bisschen unübersichtlich aus. Das heißt, deswegen werde ich hier diese Variante noch weiter anpassen und ändere hier meine Verwendung ab. Das heißt, ich kann das hier wieder laden, setze in den Dialog und editiere meine Maßstabsliste. So, ich werde hier einfach mal auf, also hier kann 1:2,5 bleiben. So, hier wechsle ich auf 1:5, dass das hier auch ein bisschen optischer wird, das hier auch, das kann auch bleiben. Hier muss auch sinnvollerweise 1:5 bleiben. So, habe dies jetzt abgeändert, speichere diese Variante erneut ab und sage hier nochmal, er soll mir die Zeichnung erzeugen. So, ich wechsle wieder in die Zeichnung und schaue mir das hier an. Das heißt, man sieht hier, dass ich hier den Zeichnungsrahmen A2 wurde hier genommen mit diesem Blech. Die Ansichten sind jetzt auf 1:10 und der Schnitt ist auf 1:5. Weil jetzt die Maße und Schnitte besser ausschauen, kann man natürlich hier dies besser definieren. Ich hätte hier natürlich bei dieser Ansicht auch noch definieren können, das habe ich hier leider vergessen, dass er zum Beispiel hier bei dieser Ansicht zum Beispiel auch Biegelinien und Bearbeitungen bemaßt, damit dies auch hier aus der Zeichnung genommen werden kann.